Oha, kann der jetzt die Hand steuern oder was? Oh, wir haben eine dritte Hand. Und einen dritten Arm. Oh, jo, okay. Der hat einfach einen Schlüssel in der Hand. So verliert man seinen Haustürschlüssel auch nie. So, hallo, willkommen zurück. Ich bin's wieder, der Schmarinator. Das hier ist Atomic Heart und das muss ich euch ja nicht weiter erklären, was das zu bedeuten hat. Willkommen zurück. So, wir erforschen hier immer noch diese komische Magneteinrichtung. Ich weiß immer noch nicht genau, was das sein soll, aber wir kommen gut voran. Und irgendwer hat hier auf jeden Fall Spaß gehabt mit den Mannequins und hat hier irgendwie lustig aufgestellt. Ja, was dahinter steckt, kann ich euch noch nicht so sagen. Vielleicht finden wir das noch heraus. Aber bis jetzt weiß ich da genauso viel drüber wie ihr. Hallo, der chillt hier eine Runde oder was? Guten Tag. Finde ich aber sehr nett, dass du da einfach nur chillst und nicht irgendwie böse bist. So, und hier ist jetzt nichts oder was man einsammeln kann. Einfach nur ein Schieberätsel, um darüber zu kommen. Natürlich auch interessant. Dann schieben wir doch mal und gucken, was passiert. Okay, das hier bewegt sich alles. Jetzt könnten wir hier hin. Was bringt uns das? Achso, der bewegt sich gar nicht. Wird man da zerquetscht, wenn man sich da hinstellt? Wahrscheinlich, oder? Hallo, sorry, ich wollte doch gar nicht lange stören. Aber es wäre super, wenn ihr mir hier einen Daumen hoch und ein Abo da lassen könntet. Und wenn ihr dann noch all euren Freunden von mir erzählen würdet. Das wäre super Premium. Vielen Dank, ich bin raus. Tschüss. Egal, wir gehen da erstmal rüber. Das ist wahrscheinlich der Weg, um hier rüber zu kommen. Oh nein, runtergefallen. There are too many people. Somebody could leak intel to the enemy and then it's all over. But only reliable men could be sent to the facility, such as the Argentum unit loyal to Sechenov. They could team up with combat robots and restore order in the blink of an eye. But I don't need to tell you about that, do I? But that's, I mean, crispy critters. I don't get it. Why does it have to be so complicated? Because Dr. Sechenov can't deploy troops or combat robots without the authorization of the Politburo. On the contrary, he's doing everything he can to make sure the government doesn't know what happened. Why do you think that is? Because his enemies would take Collective away from him? Now, when everything's built and ready to go, and any asshole with a badge could run it. Quite right. It's all done. Just fix the malfunction and press a button. Geniuses, creators, and engineers have already done their jobs. All that's left to do is enjoy the fruits of their labor. In other words, Comrade Molotov wants to put Dr. Sechenov in jail over what happened here so he can take over the facility himself? To be exact, he wants to lead Collective. But how can he? Everybody's going to be equal there. Some will be more equal than others. Ja, wie das immer so schön ist mit den Leuten, die alle gleich sind. Irgendwer ist immer gleicher als der Rest, ne? So, du bist hart am Grübeln, oder was? Du kommst hier auf das Rätsel, nicht klar? Warte kurz, ich helfe dir. Das ist kein Problem, kriegen wir hin. Okay, wir müssen die alle in blau machen. Hier ist noch ein Splitter, dann machen wir doch hier einfach einen Splitter rein. Achso, nee, Moment. Von wo kommen die Laserstrahlen? Ich erkenne es gerade tatsächlich auch gar nicht. Da kommt ein roter raus, da kommt ein roter raus, da kommt ein blauer raus. Ja, blau, blau, blau. Warum kann ich den jetzt nicht, wenn ich den darüber mache, einfach splitten? Achso, tut er, aber halt nicht so, wie ich es möchte. Was ist das? Das sind einfach nur ganz normale Durchlässer. Okay. Das ist auch nochmal ein Splitter. Was passiert denn, wenn ich das hier drehe? Dann wird ja der blaue gerade weitergeleitet. Genau. So, wenn ich den splitte, haben wir nur das. Okay, ich muss erstmal so ein bisschen auf diese Mechanik hier klarkommen. Aber ich glaube, so müssen wir es machen. Moment. Einmal so und so. Yes. Jawohl. Okay. Sehr schön. Ich hab's für Stunde. Weiß, wie es geht. I know that high-ranking Communist Party members will have more authority in Collective than ordinary citizens, but that's fine. I mean, somebody's got to make big decisions, right? Is that so? Why, pray tell? Well, first off, somebody has to be responsible for carrying them out. It's not like everyone can be responsible for everything. Everyone means no one. Someone's got to take responsibility. The buck has to stop somewhere, right? And if the whole world did nothing but debate big decisions, no one would ever do anything. They'd spend all their time talking. But what if you're wrong? You say that the entire world would never stop discussing important decisions. Collective is a collective mind. Having merged into one, mankind will instantly know everything anyone wants to express. And in this singular collective, responsibility will be determined not by fear of punishment, but by awareness. Has anyone ever reached that level, even here in the USSR? We're not perfect, to say nothing of the rest of the world. Absolutely right. The world may not be ready for the launch of Collective. The Soviet Union's leaders understand this. That's why the party will have special discretionary authority within Collective. What's wrong with that?
That's how it's always been. Has it really? Or has there always been one indisputable leader, a puppet master controlling the Politburo, the Council of Ministers, and all the rest? Are you trying to say there's going to be one single leader in collective? I'm trying to say that people will connect to collective via a neuroconnector. You mean a thought device. Everyone knows that. The thought device is for ordinary citizens. But individuals in privileged leadership positions will have special engraved connectors that grant them a higher priority on the network. So even the leaders will be equal. That's a good thing, right? It would be. But collective can only be launched via the alpha connector. It's the key to everything, including assigning discretionary authority. So Dr. Sechenov has the alpha connector right now, and Comrade Molotov wants to kick him out of the facility so he can take the alpha connector for himself. Exactly. The number of people killed here as a result of Petrov's betrayal is a precious little concern to Comrade Molotov. He wants to take control of collective. That's why he's on his way here right now. Alter, okay. Crispy critters. I never liked that guy. He's always complaining about Sechenov, but I never expected shit like this from him. We gotta hurry. Ja, also hier spitzt sich die Lage ja wirklich extremst zu tatsächlich. Wer das zugehört hat nebenbei, während hier irgendwie zwei sich sehr lieb So this haben. little thing is the reason everything's all jammed up. This place is nuts. You can ascend to the surface along with the mirror. For once, you're right. I'd probably reach Nirvana before I could make it back down the way I came. Okay, womit kann ich jetzt hier hoch? Bitte was? Mit irgendwas kann ich jetzt hier hoch, aber ich habe es irgendwie nicht so ganz verstanden. Okay, wir müssen das Rote nach links und rechts machen. Haben wir hier irgendwo einen Splitter? Ey, das ist aber auch super geil, dass das hier alles so leuchtet und man es dadurch kaum erkennt, was ist. Hier ist ein Splitter und da ist ein Splitter. Wenn wir den Splitter hier reinmachen, sollten wir doch eigentlich dahin kommen und dann können wir den hier hin machen. Also, so funktioniert er nicht. Moment, lasst mich kurz überlegen. Wenn ich den nach hier sende, so rum. Genau. Haha, tada! Wunderbar. Okay, für euch war das jetzt wahrscheinlich super schön anzusehen, aber ich habe es hinbekommen. So sieht's aus. Okay, was ist jetzt hier? Hier geht's wieder raus, oder was? Hä? Wofür sind wir jetzt hier reingekommen, um hier einmal im Kreis zu laufen und wieder rauszugehen, oder was? Hä? Have you infiltrated the VDH yet, Comrade what? Major? The government's commission's condor has already left Moscow. They'll be here any minute now. Es If the geht. commission hasn't landed yet, that means there's still time. Just let me work in peace. Shall I report to Dr. Sechenov that it is his requests that prevent you from working? Yeah, you can report on how you ran away from those robots on the maglev platform instead of helping. I am not a soldier, Comrade Major. I am doing intellectual, not menial labor. Smashing robots is your specialty. The only labor you're doing is talking my ear off. Right now you're wasting my time and slowing down my mission. Okay, okay, hier überschlagen sich aber tatsächlich... Oh. That's what I thought. Hä? Okay, was? Okay, hier überschlagen sich aber auch gerade wirklich die Ereignisse. Oh, wir können die Türen hier einfach aufmachen. Oh, bist du böse? Nee, du bist nicht böse. Was geht bei dir, Kollege? Warum guckst du dem so zu? Hallo? Was hat er dir angetan? Was hat er dir getut? Oh, what now? An eternity looking at this worthless hunk of junk? The backstabbing machine that killed me? Das ist eine Phase, das geht vorbei. It's a phase. It'll pass. It's already passing. I can't even remember my own name anymore. But his metal mug is still there. I still remember the bastard gutting me. They told us robots were going to replace us. As staff. Well, they certainly did. Only they did it by slaughtering us all. That's some replacement, isn't it? Oh well. Just leave me alone. I want to doze off. Ja, dann mach das mal. Alter. Okay, dann looten wir hier erstmal alles weg. Aber unsere Theorie, die ich aufgestellt habe, hat sich natürlich bestätigt. Also das Mind-Device ist natürlich dann am Schluss dafür da, um dann die Kontrolle über alle zu erlangen. Es gibt Leute, die haben dann mehr Power mit dem Mind-Device als andere. Und ja, im Endeffekt, oh, hier ist so eine Zeichnung. Da anfangen und einmal hier so im Viereck rum. Das brauchen wir garantiert für irgendwas. Ich weiß noch nicht für was. Oh, da ist ein Kriechtunnel. Vielleicht kommen wir mit dem Kriechtunnel dahin, wo wir das benutzen können. Einmal nochmal merken. So, okay. Oh Gott, das kann ich mir niemals merken. Ich sehe es schon kommen. Das wird ganz, ganz schlimm. Das wird ganz, ganz schlimm, wenn wir da irgendwo hinkommen und das nutzen müssen. Entschuldigung, ich möchte hier gerne rein. Oh, sind wir jetzt hier? Dead bodies Nee. all over the place.
Doch nicht da, wo ich gedacht habe, wo wir sind, aber ist in Ordnung. Hier gibt es nämlich auch Loot. Alter, hier kann man sich aber auch in diesem Spiel, kann man sich hier wirklich auch tot looten. Also das ist, hier wird man ja wirklich zugeschmissen mit Zeug. Oh, dicke Kiste. Cooles Zeug drin? Ja, okay, cooles Zeug, aber keine, And there's Tereshkova's arm. What's that metal pervert doing with it? That is a robot waiter. Who's serving the people it killed? I'm gonna smash that fucking bot to bits. The robot isn't currently hostile. We should be able to retrieve the arm without a fight. Wieso sollen wir jetzt einen Arm retrieven? Ey, ich habe schon wieder die Hälfte von der Story verpasst, weil ich hier irgendwo rumgeeiert bin, wo ich noch nicht hin soll. Das finde ich ein bisschen schade, dass das dann nicht besser aufgegriffen wird. Weil ich habe jetzt tatsächlich keine Ahnung, warum ich hier irgendwie so einen Arm holen muss. Das ist ein bisschen schade. Warum ist das so? Ich habe auch wirklich komplett den Überblick verloren, was wir jetzt eigentlich machen müssen. Oh, hier ist diese Tür. Das war so, ne? Nee, den hier hätten wir vorher noch machen müssen. Moment, das ist falsch. Moment, nochmal den hier. Hallo? Oh, warum hat er das jetzt nicht gemacht? Raus. Den hier? Ja, müssen wir jetzt den hier rum und da rein, oder? Ja. Nee. Hä? Moment. Warum haben die sie jetzt zurückgesetzt? Das war doch richtig. Der hier. Warum setzt sich das zurück manchmal und manchmal nicht? Ich verstehe es nicht. So, ja. Hä, warum hat sich... egal. Ich hinterfrage einfach nichts mehr. Warum sich das jetzt dreimal zurückgesetzt hat, das ist halt so. Dicke Kiste. Komm, irgendwas Cooles. Und, ja, irgend so ein Dings. Schon wieder für die SCHWERSTE irgendwas. Die haben wir auch immer noch nicht gebaut und dann wissen wir auch immer noch nicht, was es ist. Also wahrscheinlich wieder ein Hauinstrument, würde ich jetzt mal so ganz grob annehmen. Was liegt denn hier vorne? Irgendwas liegt doch hier noch. Da. Was liegt denn da? Ah, eine Uhr. Hallo. Erzählen Sie uns mal was Schönes. Department of Corrections report number 4400. Oleg Lazarev, the employee who disappeared, has been found. The theory that he was on a bender turned out to be false. The engineer's body was found in the magnetic earthquake system in a state that prevented it from being identified without DNA analysis. Squad 5 performed a series of procedures to delete data in Facility 3826's archive, and any references to Comrade Lazarev have been removed from Deimos OS social networks. We had been ordered to hold a training seminar for the VDNH's junior earthquake system staff about the serious danger the magnets pose to all employees. This is the third one this year. People need to take this seriously. So, dann holen wir uns hier noch eine Uhr, aber da hören wir erst gleich rein. Ah, ne, wobei, da hören wir direkt rein. Auf, wie geht's? Listen up, everyone. I took a look at some recordings of your tours. Why are they so boring? Graphics are this and that kind of robot, yada yada yada. And then you get all technical. There are kids there, you know? Young pioneers, octopus. You gotta keep them entertained. Yeah, watch this. This is Robot Rappic. He's really nice and friendly. He might be a little on the chubby side, but he's really neat. Or, I don't know, kicks ass. You want us to say ass in front of the kids? You know what I mean. Don't say he kicks ass. Say, I don't know, something else. Make the tours fun. Let the little buggers crawl all over the bots. Let them ride them or something. I don't know. They're safe and fun. We need to get the kids interested in robots, not put them to sleep. Ja, also wenn ich als Kind auf so einem Robot hätte rumklettern können, das hätte ich garantiert ganz geil gefunden. So, können wir hier nochmal, komm, jawohl, reingelootet. So, dann holen wir uns hier jetzt den Arm. Ich weiß zwar nicht warum und wahrscheinlich wird der jetzt böse, aber wir holen uns den Arm. So, wir haben einen Arm. Tereshkovas Hände haben wir jetzt, warum auch immer. Ey, okay. Frag mich nicht. There we go. We gotta get out of here. Indeed. But I suspect that the RAF-9 unit will not be pleased. Okay, wer auch immer die RAF-9 Unit ist. Ich nehme an, die Kollegin hier, aber... Hä? Hallo? Du hättest eigentlich auch noch mit uns gesprochen. Ich habe es vorhin gesehen. Als ich kurz hier gestanden habe, hast du angefangen zu reden. Also anscheinend haben wir jetzt irgendwie eine Questline übersprungen. Wahrscheinlich hätten wir hier vorne die Tür nur aufgekriegt mit irgendwie einem Handprint oder sowas. Und konnten das jetzt aber nicht machen, weil wir halt logischerweise die Hand von dem nicht haben. Und hätten dann hier die Hand suchen müssen. Aber dadurch, dass ich wieder hier den Erforscherdrang in mir habe rauskommen lassen, haben wir das natürlich wieder vorher gefunden. Und das hat jetzt die ganze Storyline kaputt gemacht. Subi! Wir haben es wieder geschafft. Wir haben das Spiel kaputt gemacht. Also gut, kaputt gemacht ist übertrieben, aber ne, wir haben zumindest wieder Teile davon auseinandergenommen.
So, damit ist dieser Raum auch geklärt. Haben wir das auch aufgeräumt. Ey, wir haben so viel Zeug gefunden. Wir können nachher so viel geilen Kladderadatsch bauen. Okay, wahrscheinlich brauchen wir hier für die Tür jetzt diese Hand, oder? Ja. Hold it up to my neurosensor contacts. Oha, kann der jetzt die Hand steuern, oder was? Oh, wir haben eine dritte Hand. Und einen dritten Arm. Oh, jo, okay. Der hat einfach einen Schlüssel in der Hand. So verliert man seinen Haustürschlüssel auch nie. Sesam, öffne dir. Schwupp. Hallo? Jemand zu Hause? Ist hier jemand? Now what? Guten Tag. Wer sind denn Sie? Thank you for coming to my aid. Die haben so eine geile Not having the Stimme. key felt like I was missing a limb. One moment, please. Did we fix her or break her? The Tereshkova is a state-of-the-art model with a self-repairing system. A famous actress and cosmonaut contributed to its creation. I don't give two wet farts. Much better. With your permission, I'd like to deliver a speech now. Greetings, comrades, and Greetings. welcome to the All-Soviet Exhibition Center. What the fuck are you babbling on about? What speech? You're prancing past piles of dead bodies, and there's blood everywhere. My algorithms are glitching with horror, but my databases lack the verbal and visual tools required to express fear, horror, or other negative emotions. I was created to remain positive and optimistic, no matter what. The grotesque dissonance between my behavior and the gruesome surroundings grosses me out, but there's nothing I can do about it. I see. I guess nobody expected this to happen. Okay, bot. Set the VDNH to drill mode. Drill mode? This would lead to even greater aggression from passive and physical security systems. It will endanger you and may lead to death of the surviving people, assuming there are still any left. Exactly, if there are any left. This place is a fucking graveyard. Now follow my damn order, bot. You have given me a most peculiar command. All people in this complex have been killed by robots, but you are unharmed. This arouses suspicion. Prove that you are a human. I will not follow the orders of a robot pretending to be one. And how am I supposed to do that? Commit seppuku? You must pass the Darwin test. This will prove that you are a human. Ja, The nice. fuck? What test? How about I just rip your head off, huh? Without her help, activating drill mode will take too much time. I gladly confirm this information. Fine, knock yourself out. Hit me with this damn Darwin test of yours. What am I supposed to do? Prove that you are human, Pioneer Nechayev. Put 3 items on this pedestal that represent the 3 main values of a Soviet citizen: art, labor, and life. Crispy critters. Now I gotta deal with Okay. another crazy-ass lock. Fuck, I'm a magnet for annoying bullshit. Okay, das stimmt wohl. Das ist auch ganz lustig, dass er sich darüber so äußert. Aber gut, wir müssen jetzt der hier 3 Sachen hinlegen, oder was? Oh, was ist denn da hinten? Warum ist das rot? Ah, Radio. Ach, wegen Kunst oder was? Dass wir dann das Ding als Kunst hinlegen können. Haben wir jetzt die ganze Zeit geile Musik am Start, oder was? Wo kommt die denn her? Ach so, wir haben es schon hier hingelegt. Das hat sich einfach hier hingebeamt. Das ist ein Future-Radio. Das hat sich durch die Gegend gebeamt. Okay, ganz kurz. Wir gucken mal kurz, ob wir hier was upgraden können. Irgendwas krasses. Einmal Waffen. Weil wir haben hier ja tatsächlich jetzt den hier, den Fatboy bekommen. Den könnten wir sogar basteln. Aber ist die Frage, ob wir das wollen. Weil eigentlich brauchen wir ja einen Raketenwerfer jetzt noch nicht so wirklich. Stelle keine Gefahr für die westliche Region dar, während du deinen Joghurt trinkst. Hä? Was genau hat das mit Fatboy zu tun? Das habe ich jetzt irgendwie nicht so verstanden. Das ist die Beschreibung hier unten. Hä? Okay, also das ist irgendwie ein krasser Raketenwerfer, der macht krass Schaden, hat eine sehr geringe Feuerkraft, Feuerrate und hat Rückstoß. Ja, brauchen wir jetzt, glaube ich, irgendwie noch nicht. Oh, hier unten gibt es noch eine Schienenkanone. Was ist das? Da brauchen wir noch einen Bauplan für. Das ist auch eine Stromwaffe tatsächlich. Ich nehme an, dass das ein Raketenwerfer in Stromform ist oder so. Würde naheliegen.
Okay, ich würde sagen, wir gucken erstmal, ob wir hier wieder unseren Dominator nochmal verbessern können. Und vielleicht können wir den hier sogar, oh ja, den könnten wir sogar schon auf Ultra bauen. Erhöht den Schwachstellenschaden. Ja, wollen wir das machen? Das ist schon ganz schön teuer. Warte mal, wir gucken mal erstmal, ob wir hier die Schrotflinte noch aufbessern können, weil das ist ja quasi unsere zweite Waffe, die wir die ganze Zeit auch benutzen. Verringert den Rückstoß. Verringert den Rückstoß. Da brauchen wir jetzt nicht. Mehr Schaden wäre cool. Erhöht den Schaden. Hier ist doch was. Oh, okay, das können wir machen. Da brauchen wir, das Zeug haben wir bis zum Überfluss. Bis zum Überfluss. Im Überfluss heißt das. Erhöht die Zielgeschwindigkeit. Boah, nee. Erhöht die Genauigkeit. Nö, Kartuschenmodul möchte ich auch noch nicht. Das können wir nicht. Das haben wir schon. Okay, dann ist die auch soweit fertig. Dann gucken wir, was wir bei der PM noch verstärken können. Erhöht den Schaden, erhöht die Zielgeschwindigkeit. Auch 10 von den Dingern halt, ne? Ja, dann müssen wir aber auch mal ein bisschen hier mit dem Zeug rumballern, ne? Okay, das können wir alles noch nicht bauen. Wir gucken erstmal nach der Schwede, weil wir die auch tatsächlich relativ häufig noch benutzen. Vielleicht können wir die hier nochmal stärker machen. Griff. Beschleunigt das Aufladen, erhöht den Energiebonus. Ich weiß auch immer noch nicht, was der Energiebonus ist. Was ist denn der Energiebonus? I don't know. Falls wer im Chat weiß, was der Energiebonus ist, kann er gerne oder sie gerne schreiben, was der Energiebonus ist. Komm, das ist super günstig. Das bauen wir einfach mal. Oh, das finde ich so cool. Ich weiß nicht, ob es in der anderen Folge mit drin ist, weil die ja abgeschmiert ist. Aber ich finde es so geil, dass wenn man die Sachen weiterbaut, dass die auch wirklich physisch sich verändern. Und dass man das auch wirklich sieht. Das ist so cool. Das habe ich letztens bei einem Spiel, bei was war das? Callisto-Protokoll. Fand ich mega enttäuschend, dass man da, wenn man irgendwas upgradet und so, dass man da keinen Fortschritt sieht. Aber das ist wirklich richtig cool. So, Angriffsgeschwindigkeit erhöhen, das ist sehr cool. Das nehmen wir, das kostet auch nichts. Kostet da fast gar nichts. Energiebonus wird erhöht. Ich weiß immer noch nicht, was das ist. Wir machen es einfach mal, weil es nicht so teuer ist. Und beschleunigt das Aufladen von Spezialangriffen. Ne, das kostet wieder hier 10 von denen. Da bin ich mal ein bisschen am Sparen tatsächlich. Das würde ich mir gerne ein bisschen aufheben. Moment, hier muss ich mal kurz was gucken. Hier, das Töten von Gegnern regeneriert 5 Gesundheit. Das hat doch irgendwie noch nicht funktioniert, oder? Oder bilde ich mir das nur ein, dass das nicht funktioniert hätte? Sau komisch. Wenn P3 einen Treffer landet, kann er nicht von gegnerischen Angriffen umgeworfen werden. Das ist halt die Frage, ob das nur für den starken Hieb gilt oder generell. Aber wir machen es mal, weil es nicht so teuer ist. Erzeugt eine Schadenswelle beim Angriff. Das ist natürlich krass, aber das kostet auch wieder sau viel. Das kostet sogar 11 davon. Das machen wir noch nicht. Okay, damit haben wir unser Waffenarsenal einmal... ne, hier die Elektro. Die müssen wir nochmal aufrüsten. Moment. Ja, nee. Spezialangriff mache ich eh nicht. Erhöht den Schaden gegen Roboter, kostet auch wieder 10 von den Dingern. Verringert den Energieverbrauch. Okay, das ist halt sau cool, aber das ist halt auch wieder ultra teuer. Nehmen wir das? Ne, wir benutzen ja eh jetzt die ganze Zeit diese andere Waffe. Die hier machen wir nicht. Okay. Wir sind fertig geupgradet. Wir gehen noch einmal... Ne, hier ist gar kein Speicherort. Okay. Dann versuchen wir hier mal durch die Türen zu kommen. Hier ist eine... kann ich aufmachen. Hallo, was ist denn hier? Hier ist Kabelsalat oder so. Ne, das ist ein kaputtes Fenster. Das ist kein Kabelsalat. Das ist nur Kabelsalat. Hä, wofür konnten wir denn jetzt hier rein? Warum genau konnten wir diese Tür öffnen? Entschuldigung, hier ist gar nichts drin. Ja, super, dann gehen wir hier wieder raus. Hä? Das muss ich jetzt aber nicht verstehen. Wir machen mal die Tür hier auf. Ist hier jetzt wenigstens irgendwas drin? Ja, ein Typ, mit dem wir labern können. Und eine Pflanze. Die brauchen wir für Leben wahrscheinlich. Komm, mach uns das mal auf, Leiche. Wie kriegen wir das auf? Ja, danke für diese Information. Das weiß ich auch schon. Kann ich das einfach kaputt hauen? Ja, das habe ich vor. Muss ich mich da draufstellen? Okay, das ist jetzt ja natürlich auch wirklich... Psst. Ich habe gesagt, psst. Das ist jetzt natürlich auch wirklich eine sehr seltsame Aufgabe, dass man hier nur einfach hin und her rennt jetzt und in den verschiedenen Räumen das Zeug zusammensammelt. Also wir haben Musik, wir haben Leben und wir brauchen noch irgendwas anderes. Wir können auch noch mal normal mit ihr reden. Ich habe da ein paar Fragen, Kollege. I have a few questions. Naturally, Major. I can tell you about all 4 floors of the exhibition. Chelome, Pavlov, Vavilov, and Sahalin. Okay, das ist aber ganz schön viel, das sie uns jetzt erzählen kann, aber gut. Was ist auf der Chelomei-Ebene? What's on the Chelome floor? The first floor, Chelome, is dedicated to groundbreaking discoveries in the fields of robotics and innovative habitation complex construction, both in the air and underwater. Okay. Und was wird auf der Pavlov-Ebene ausgestellt?
What exhibits are there on the Pavlov floor? The second floor, Pavlov, is dedicated to autonomous neural systems. This exhibit is a triumph of Soviet biocybernetics and neurophysiology. Coole Sache das. Und die Vavilov-Ebene. Was erwartet mich da? The Vavilov floor. What's going on there? The third floor, Vavilov, is dedicated to progress in the fields of botany, genetics, and breeding of the very latest crop species. Was gibt's auf der Sachalin-Ebene? Tell me about the Sahalin floor. The Sahalin exhibition on the fourth floor is dedicated to deep-sea ecosystem exploration and the development of faunistic complexes in various areas of the world's oceans. Unfortunately, the Sahalin exhibition is currently in storage mode and is off limits to visitors. Oh, da wären wir doch gerne reingegangen, oder? Gut, wir lassen dich mal. Und such mal hier weiter nach dem Zeug. Okay. Der hat jetzt einfach nichts gesagt und ist einfach nur gegangen. Ja, aber dann... Hä? Uns fehlt doch noch was. Können wir die... Ah, da oben. Ah, der Hammer. Sorry, so hoch habe ich letztes Mal nicht geguckt. Aber klasse. Also was ist das denn für ein Rätsel? Jetzt hat die gesagt, wir müssen ja 3 Sachen bringen. Jetzt haben wir da was gesammelt, da in dem Raum was gesammelt und hier was gesammelt. Und jetzt geben wir das einfach ab und das ist das Rätsel, oder was? Das ist natürlich auch irgendwie ein bisschen lame. Hallo? Wie kann ich dir das Zeug denn jetzt geben? Ich habe das doch alles. Kann ich das hier irgendwie hinklatschen? Nee, reden wir doch nochmal mit der hier. Also nochmal von vorne. Was hat das mit diesem Darwin-Test auf sich? Aber wir haben doch alles. Leg's doch einfach hin. So, Leg's hin. about this Darwin test. Yes, I am always happy to help, Major. Okay, jetzt müssen wir das alles einzeln geben, oder was? Obwohl das Radio schon hier rumgekommen ist. Na, egal, okay, wir fangen einfach von oben an. Pass einfach auf deine Finger auf. Ich möchte nicht wieder nach diesem Multischlüssel suchen. Just watch your Der Hammer fingers. wegen I'd Arbeit rather und so, not ne? have to look for that Arbeit, multi-key Arbeit. again. The hammer, tool of working men. The sickle, peasant's friend. The many-pointed star they praise and with their lives defend. Wie wäre es denn mit etwas fröhlicher Musik? Wir haben schon genug Weltuntergangsstimmung. Oh ja, Put geile something Musik wäre cheerful on, cool. would you? It kind of feels like the end of the world right now. Radio of the future. Future. Astonishing music generated by the state-of-the-art quantum supercomputer, based on the preferences and tendencies of the modern performers. The theory of relativity claims these are the songs that the citizens of the future will be listening to. But the citizens of today are already listening to it. Doesn't that mean this is going to be the music of the past once we actually get there? And nobody's going to write it 30 years from now because it already exists. The music of the future could change every second. Well spotted. You have discovered a temporal paradox. How very observant you are. The music of the future shapes the music style in the present. However, the superposition of the observer and the information being perceived are located within a self-consistent loop. In layman's terms, we are always listening to the music of the future and determining what it is going to be like at the same time. Nice. Shit. If that's layman's terms, I'd hate to hear the complicated explanation. I'm getting a fucking headache here. Ey, da wollte ich einmal unseren Charakter loben, dass er nicht ganz so dumm ist. Aber mit den letzten Sätzen hat er es wieder kaputt gerobbt. Sopidopi. Und dann haben wir hier noch, bitte sehr, etwas Lebendigeres wirst du hier nicht finden. Das ist die Flower wohl, ne? Blume einmal. This is as alive as it gets around here. Hear the spring's cheerful hymn. Be yourself, strive and earn. Life, I love you, and hope you love me in return. Okay. Oh, shut your face, you dumbass toaster! I'm sorry. All this chaos is causing my emotional algorithms to malfunction. Pioneer Nechayev, you passed the Darwin Ich hab's test with geschafft. flying colors. Tell me, what do you want to be when you grow up? A cosmonaut. What a splendid career choice. I would... Well, I rather enjoy your attention, Major. Okay. Now, how can I help you? Do you have a Entschuldigung. memory leak or something? I need to announce a drill and put the VDNH into drill mode. Unfortunately, this is beyond my ability, Are you yanking my fucking chain? but I can provide you with a solution. You see, a single robot cannot engage the military drill mode. Such procedure requires the presence of 2 robots instead of 1.
Okay. So where do I find another Oh, sind es die obnoxious Mummy-Robots? Before that dreadful nightmare, the information hall was staffed by the two of us. Oh. But during the failure, the berserking robots took my partner, Claire, apart. Oh no. Did they scatter her all over the complex or something? Precisely. How did you know, Oh, dear nee. comrade? Call it a hunch. Do I have to scour the entire VD&H for her parts? Plug the administrative control drive into me, so I can tell you where the pieces of poor Claire currently are. Well, that sure beats looking for him blind. So where's the administrative control drive? I'm running out of time. Please follow me. Ja, dann folgen wir der mal, oder? Würde ich sagen. This whole thing is just monstrous. The robots must have completely lost their minds. Ja, haben sie alle ihr Verstand verloren. So sieht es hier aber tatsächlich auch aus. So, wo wandern Sie denn hin, liebe Dame? Weil sie sind wirklich nicht die schnellste. Hier im YouTube-Video habt ihr jetzt gut. Bei euch kann ich einfach hin und her schneiden, aber ich muss der jetzt hinterher schleichen. Oh my! Oh. Would you look at this? Helping lumberjacks and first responders is such a noble goal. But you, how do you use the arms our creators have given you? Like a primitive animal, like a beast, to crush and dismember. So ein bisschen, ja. Oh, der ist aus Glas. This one, it just stands there buck naked, as if nothing were wrong. Have you no shame, robot? Publicly exposing your iridium compactor. Okay, die gefällt You mir. realize he didn't do it himself, right? Die finde ich ganz lustig, die Frau. Oh my, that's a mess. And who, I wonder, will have to clean it up? I should dispatch the cleaners this instant. No, wait. It's the cleaners that did it. I'm so scatterbrained today. Oh, einer von denen fängt doch garantiert irgendwie an zu laufen, oder? Oh, I envy you humans. You can just pick up a razor and shave that horrible, monstrous mustache off. But this one, you're not even a machine, you nitwit. You're just an imitation, a caricature, a piece of lab equipment. Pardon the outburst. It's just that one of them used to try to... Oh, well, let's change the subject. Ja, dann change my subject. There's a wide range of the lab tech models. The ones in black turned out to be especially vicious. They've been using their harmless, built-in range-finding laser to pick off humans from a distance. How did it ever come to this? Ja, Just so die you hauen ganz schön know, rein, the tatsächlich. black lab tech specialization is determined by the software package encoded within a specially constructed Kinetico-Scholar neurogel capsule. You can salvage this package from one of the defeated black lab techs, provided its capsule is still in one piece. Aha. What? I didn't understand a single thing you just said. You're an assistant, Tereshkova. Talk human. Ja, so schwer war es jetzt nicht zu verstehen, Shocking. Kollege. You have no sense of decency. I gather you've already met Nora, the monstrous repair vendor who's subjecting humans to unimaginable deadly torture. It pains my algorithms to have to send you into her bloody clutches, but we have no choice. She's the only mechanism capable of utilizing this capsule to upgrade your weapons. Yeah. Move your ass, Tereshkova. We're in a hurry. On my way, comrade. On my way. Die lässt sich aber wirklich auch Zeit beim Laufen, ey, die gute Dame. Oh, who's a good boy? Who's the sweetest, silliest, chubbiest little boy? Die sind aber tatsächlich auch wirklich richtig geil. You don't attack people even when you're in combat mode because you're such a little sweetie, isn't that right? Aren't you precious? He precious, yo. Sag mal, wo willst du eigentlich mit uns hinlaufen, Kollegin? Du bist ja wirklich hier... Ah, hallo. Here we are, comrade. The administrative control drive should be at this booth. Please establish the connection. Okay, aber ich würde sagen, die Connection stellen wir beim nächsten Mal her. Vielen Dank, dass ihr alle wieder so zahlreich erschienen seid. Es war mir wie immer eine Ehre, für euch zocken zu dürfen. Lasst doch gerne einen Daumen oben da, lasst ein Abo da, folgt mir gerne auf Twitch und macht die Bimmelbammelglocke an, dann kriegt ihr nämlich immer mit, wenn meine Videos live gehen. Und so wie immer wünsche ich euch natürlich einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen schönen Morgen, einen schönen Mittag, einen schönen Tag, was auch immer ihr habt. Hauptsache ihr habt Spaß und dann sehen wir uns das nächste Mal. Tschaußen.